Wir testen heute ein absolutes Sahnestück deutscher Ingenieurskunst. Viel Spaß mit dem Video. Ob es dieses Rad mal ins Deutsche Museum schafft, kann ich euch heute leider noch nicht beantworten, aber ich kann euch beantworten, warum das Rad so ausschaut, wie es ausschaut und wie es fährt. Zum einen sieht das Rad sehr bullig, sehr ikonisch, fast schon eigenwillig aus. Das hat was damit zu tun, dass das Unterrohr hier einfach nicht versteckt, dass es sich hier um ein potentes E-Bike handelt. Zum anderen haben wir hier auch ein sehr hohes Tretlager, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist für Stadträder. Und das zeigt, ja, dieses Fully kann auch mal auf längeren Ausfahrten über Stock und Stein bewegt werden. Und der dritte Punkt ist dieses wirklich einzigartige Finishing, dass die Schweißnähte hier im vorderen Bereich des Rahmens so abgeschliffen hat, dass man das Gefühl bekommt, der Rahmen ist aus einem Guss gefräst worden oder vielleicht sogar aus Carbon. Aber damit nicht genug. Das Rad ist auch deswegen so designt worden, weil es auf einen besonderen Nachhaltigkeitsaspekt Wert gelegt hat. Das Rad wird in Portugal gefertigt und dabei wird 30% recyceltes Aluminium verwendet. Way to go, kostet aber natürlich eine Stange Geld. Und zum anderen ist die Rahmenplattform so gestaltet, dass sie nicht nur hier auf den Pinion MGU Motor zurückgreifen kann, sondern auf viele gängigen Motorkonzepte von Bosch beispielsweise oder auf Motorkonzepte, die erst in Zukunft vorgestellt werden, zurückgreifen wird. Das Delight 5 hat an der Ausstattung wirklich nicht gespart und so findet man eine 120 mm Fox-Federgabel vorne, 45 mm Federweg hinten, beides aus der Top-Riege von Fox. Selbst größere Stufen sind damit überhaupt kein Problem runterzufahren, ist allerdings jetzt nicht unbedingt das prädestinierte Einsatzgebiet von dem Delight 5. Mit der Körperposition bist du auch so zentriert auf dem Rad, dass du einen sehr guten Überblick in einer aufrechten Position hast, sodass man auch längere Ausfahrten schön genießen kann, ohne dabei ultra viel selber machen zu müssen. Man kann den Motor natürlich auch runterregeln. Es gibt 4 Unterstützungsstufen an der Zahl. Man kann ihn auch ausfahren. Allerdings tritt man dann gegen beide Getriebe an und das macht dann nicht unbedingt richtig lange Spaß. Die Kurbellänge ist um einiges kürzer geworden und das Tretlager ist nach oben gewandert. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn man jetzt Kurven mit dem Rad fährt, ist die Gefahr nicht mehr ganz so hoch, dass wenn man tritt, dass man da mit der unteren Kurbelseite hängen bleibt. Und ich führe euch mal vor, ab welcher Kurvenlage man erst anfängt, in eine Gefahr des Aufsetzens zu geraten. Und hier, ja, da würde ich mich schon selber sehr unsicher fühlen. Und es geht noch weiter und zack, hier ist der Punkt, wo das Rad tatsächlich dann mal unangenehm ins Schlingern kommen könnte. Dass das Rad nicht nur ein SUV sein möchte, sondern sogar ein SUV ist, sehen wir, wenn wir die clevere Konstruktion am Heck uns genauer mal anschauen. Das Hinterrad wird nur an dieser Schwinge gehalten und der Gepäckträger ist entkoppelt und am Sitzrohr festgemacht. Das heißt, selbst mit schwerem Gepäck kann das Hinterrad hier hoch und runter bouncen, ohne dass die Gepäckstücke hier durcheinandergewirbelt werden. Du kannst aber nicht nur Gepäck damit transportieren, sondern der Gepäckträger ist auch dafür freigegeben, einen Kindersitz zu halten. Außerdem kannst du natürlich auch einen Anhänger ziehen. Das heißt, nicht nur im Alltag zum Pendeln ein guter Begleiter, sondern auch auf längeren, vielleicht sogar Bikepacking-Touren auf längeren Strecken, die so um die 100, 120 Kilometer auch mal sein dürfen. Denn die 800 Wattstunden reichen schon für eine ordentliche Tagestour. Das Rad hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 160 Kilo, das heißt, da kriegt man auch relativ viel Gepäck dann auch hier hinten mit diesen Straps beispielsweise festgezurrt oder mit den Seitentaschen natürlich. Und man sollte als Fahrer oder Fahrerin nicht über 120 Kilogramm wiegen. Krass, geht einfach super gut. Was außerdem für eine sportliche Fahrweise spricht, ist, dass Riese und Müller hier eine Dropper-Post verbaut hat. Eine Dropper-Post funktioniert so, dass die Höhe des Sattels relativ einfach über einen Schalter im Cockpit nach oben und nach unten geregelt werden kann. Aber was ist so besonders an diesem MGU? Wir wollen jetzt hier an diesem Anstieg 2 Dinge testen. Zum einen fahren wir diesen Anstieg jetzt erstmal mit höchster Unterstützungsstufe im ersten Gang, ganz normal. Und beim zweiten Mal fahren wir das Ganze mit der Automatik. So, und jetzt der zweite Versuch mit Automatik. Automatik ist eingestellt. Ich bin ja eher skeptisch. Hier, oh Gott,
Nee, das kann. Oder klappt das? Checkt es. Die Automatik, sie knallt. Okay, es geht. Aber ich fand schon, dass es ohne Automatik noch eine Spur intuitiver war, hier hochzufahren. Weil einfach die Automatik nicht so vorausschauend fahren kann und beispielsweise dann auch so rutschige Wurzeln auf dem Weg erkennt und dann davor schon mal runter reguliert, sondern erst in der Gefahrenstelle selbst. Aber nice, schaut euch die Bremsen an. Das ist für ein Stadtrad oder ein Alltagspendelrad nicht Usus. Der große Vorteil jetzt von dem D-Lite 5 mit Pinion-Schaltung ist, dass es mit einer Gangspreizung von 600% kommt. Und das ist verdammt viel. Doch was heißt das jetzt für dich als Fahrer und ist es überhaupt wichtig, ob da ein besonders innovatives Motorkonzept unter dir arbeitet? Ja, denn das ist maßgeblich auch bestimmend für den Preis. Dieses System ist nicht ganz günstig, weil es auch sehr, sehr feinfühlig ist. Und es hat aber einen riesengroßen Vorteil dadurch, dass das Getriebe der Schaltung, das sind nämlich 12 Gänge, und das Getriebe des Motors, das die Kraft vom Motor dann aufs Hinterrad über die Kurbeln überträgt, in einem Gehäuse drinstecken, ist das Ganze sehr, sehr wartungsarm und muss nicht ständig zum Händler gebracht werden, muss von dir auch nicht gepflegt werden. Lediglich nach 10.000 Kilometern wird empfohlen, einen Ölwechsel zu machen, den man zudem auch selber relativ einfach durchführen kann. Ein weiterer großer Vorteil von der Getriebeschaltung ist, dass du die Gänge auch dann schalten kannst, wenn du nicht trittst. Und das bedeutet, vor allem an der Ampel kannst du mehrere Gänge gleichzeitig runterschalten und dann mit einem kleineren Gang losfahren. Und wenn du das jetzt noch passt mit 85 Newtonmeter Drehmoment oder 600 Watt Spitzenleistung von dem Motor, dann kann dich eigentlich nichts mehr aufhalten. Hier vorne im Unterrohr versteckt sich hinter dieser Aluklappe ein herausnehmbarer 800 Wattstunden Akku, den es auch in diesem Rad ausschließlich in der Größe gibt. Es gibt auch keinen Range Extender, falls ihr vorhabt, weitere Touren damit zu fahren. Vielleicht habt ihr das jetzt auf der Kamera gehört. Das ist das Geräusch, das der Motor macht, wenn man im 4. Gang fährt. Der 4. Gang ist irgendwie der lauteste Gang bei dem ganzen System, allerdings nur, wenn man den mit Unterstützung fährt. Wenn man den ohne Unterstützung fährt, dann ist er genauso leise wie alle anderen. Und wenn man im 1. bzw. im 9. Gang fährt, dann ist er komplett geräuschlos. Sonst hört man aber vor allem das Zirpen der elektronischen Schaltung. Klingt so ähnlich wie die elektronischen Schaltungen von SRAM oder Shimano. Hier vorne hat man dann ein sehr hochauflösendes Display. Farbdisplay ist allerdings kein Touch. Da kann man dann zum Beispiel bei den unterschiedlichen Unterstützungsstufen auch mit den Farben sich ein bisschen durchnavigieren. Richtig spannend wird es aber hier bei AutoShift. Das ist eine Funktion, die einem das Schalten abnehmen kann. Und das ist schon super fortgeschritten. Da gibt es noch nicht viele Systeme, die das so gut können wie hier die Pinion MGU. Man legt hier in diesem Menüpunkt fest, bei welcher Kadenz man permanent treten möchte. Das ist jetzt hier voreingestellt bei 70, kann man auch noch mal variieren. Das System unterstützt bis zu 120, was ziemlich sportlich wäre. Und dann versucht das System, dass deine Kadenz immer bei dem voreingestellten Wert bleibt, egal wie sich der Untergrund bzw. die Steigung ändert. Das heißt, wenn du jetzt bergab fährst, schaltet das System automatisch hoch. Wenn du bergauf fährst, merkt das System, dass du stärker reintrittst, langsamer wirst und dadurch wird dann ein leichterer Gang eingelegt. Einer der Gründe, warum das Rad jetzt mit 8.400 € nicht ganz billig ist, ist auch die hochwertige Lichtanlage von Supernova. Die hat eine Abblend- und eine Fernlichtfunktion und den Unterschied merkt man nicht nur schon nachts, sondern auch tagsüber deutlich. Also, für wen ist das D-Lite 5 das richtige Rad und wer sollte sich das Rad vielleicht nur im Museum anschauen, wenn es dann da irgendwann mal stehen wird? Ich bin mir fast sicher, dass es irgendwann da stehen wird, weil darin einfach so viel deutsche Ingenieurskunst steckt, die wir in keinem anderen Rad momentan auf dem Markt finden. Das zeichnet sich dann natürlich auch in diesem Premiumpreis für 8.400 € ab. Dennoch kommt das Rad nicht komplett ohne Fehler. Die letzten Wochen damit waren eine reine Freude, aber eine Sache oder zwei Sachen sind mir aufgefallen, die nicht hundertprozentig perfekt sind.
Zum einen, das Gewicht von fast 34 Kilo ist schon verdammt viel und es gibt Alltagssituationen, da ist es einfach ein bisschen zu schwer, als dass es sich für jeden auch tatsächlich lohnt. Außerdem ist ein Designaspekt, unabhängig jetzt davon, wie man die Steigung vom Unterrohr findet, einfach, dass hier in der Mitte vom Rad am Herzstück um den Motor herum Plastik verwendet wird. Da frage ich mich dann doch, hätte es nicht Alu auch getan, wenn das Gewicht eh schon wurscht ist? Und hätte man nicht vielleicht den kompletten Dämpfer einfach verstecken können, so wie es man vielleicht bei Scott, bei den Mountainbikes, bei Bolt abgekauft hat? Die Komponenten lassen keine Wünsche übrig, außer vielleicht die Pedale, die, wenn das jetzt mein Rad wäre, sofort getauscht werden müssten. Wir haben an dem Rad eine Fahrdynamik, die super viel Sicherheit ausstrahlt, die Spaß macht, die auch mal an ihre Grenzen geführt werden möchte und vor allem mit den Bremsen dann sich auch einfach immer kontrollieren lässt. Dieses automatische Schalten, was die Pinion MGU jetzt hier auch mit anbietet, ist nicht weniger als sensationell. Es funktioniert noch nicht hundertprozentig reibungsfrei, aber mit dieser Hardware, die es Stand heute in der MGU gibt, ist so viel softwareseitig zukünftig noch möglich. Ich wage kaum daran zu denken, wie das alles wird, wenn hier vorne Kameras sind und der Untergrund erkannt wird und das ganze System vorausschauend schalten kann. Das wird ziemlich crazy und es funktioniert jetzt schon auch ziemlich gut. Was ist deine Meinung zu den Premium-Rädern, die es im Stadtverkehr so gibt? Oder vielleicht bist du auch schon die Lite 5 gefahren und kannst deine Erfahrungen mit uns teilen. Würde mich mal interessieren, schreibt das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns bei einem der nächsten Videos. Bis bald. Ciao.